9 Uhr die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Frank Mannhold. Die Übersicht. EU-Gipfel sucht nach Kompromiss für Corona-Hilfspaket. Bayerns Kultusminister Piazzolo verteidigt Vorgehen beim Lockdown. Lufthansa verspricht nach Flugausfällen zügige Ticketerstattung. Das Wetter meist sonnig, Werte bis 30 Grad. Brüssel. Der EU-Gipfel hat die Hoffnung auf eine Einigung über das Corona-Hilfspaket noch nicht begraben. Ratspräsident Michel hat nach einem nächtlichen Gesprächsmarathon weitere Verhandlungen angesetzt, die um 16 Uhr beginnen sollen. Strittig ist vor allem die Aufteilung des Corona-Sonderfonds in Höhe von 750 Milliarden Euro. Wie viel davon als Zuschüsse vergeben wird und wie viel nur als Kredite, die zurückgezahlt werden müssen. Ein neuer Kompromissvorschlag soll nun vorsehen, dass der Anteil der Zuschüsse 390 Milliarden Euro beträgt und nicht 500 Milliarden wie ursprünglich geplant. Allerdings fordert der niederländische Ministerpräsident Rutte, dass die einzelnen Mitgliedstaaten eine Art Vetorecht bei der Auszahlung der Gelder bekommen. Andere wollen die Mittel dagegen mit Mehrheitsentscheid freigeben. München. Der bayerische Kultusminister Piazzolo hat Kritik an seiner Informationspolitik während der Corona-Krise zurückgewiesen. Es habe noch nie in so kurzer Zeit so viele Anweisungen eines Kultusministers gegeben, sagte Piazzolo dem BR. Die Kurzfristigkeit mancher Ansagen wiederum sei der Virusentwicklung geschuldet gewesen. Außerdem wolle er auch Eigenverantwortung vor Ort belassen. Piazzolo nahm damit Bezug auf eine Umfrage des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Demnach waren 3/4 der Pädagogen mit seiner Informationspolitik unzufrieden. Mit Blick auf das nächste Schuljahr machte er deutlich, dass Lehrkräfte aus der sogenannten Corona-Risikogruppe keinen Präsenzunterricht halten müssten. Allerdings sollen sie dafür Korrektur- und Verwaltungsaufgaben erledigen oder sich um Lernplattformen kümmern. Berlin. 4 Bundesländer haben sich zusammengeschlossen, um den Abzug von fast 10.000 US-Soldaten aus Deutschland zu verhindern. Die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz haben einen gemeinsamen Brief an 13 Mitglieder des US-Kongresses geschrieben, in dem sie diese um Unterstützung bitten. Das Band der Freundschaft solle nicht gelöst, sondern gefestigt werden, so die Länderchefs in dem Schreiben, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Präsident Trump hatte angekündigt, rund 9.500 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Welche Standorte genau davon betroffen sein werden, ist noch nicht bekannt. Frankfurt. Die Lufthansa will in den kommenden Wochen alle Ticketkosten für Corona-bedingte Flugausfälle erstatten. Vorstandsmitglied Hohmeister sagte der FAZ, das Unternehmen rechne mit großen dreistelligen Millionenbeträgen, die pro Monat zurückgezahlt würden. Es werde aber noch 4 bis 6 Wochen dauern, um alle Erstattungen für Flüge bis Ende Juni abzuarbeiten. Um das Angebot den veränderten Bedingungen anzupassen, habe die Airline die größte Flugplanänderung aller Zeiten durchgeführt, mit 250.000 Änderungen bis Ende Oktober, sagte Hohmeister. Nantes. Nach dem Großbrand in der Kathedrale der westfranzösischen Stadt ist der Mann wieder auf freiem Fuß, der für die Schließung der Kirche zuständig war. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, es werde keine Anklage gegen ihn erhoben. Eine Verbindung zwischen ihm und dem Feuer gebe es nicht. Der 39-Jährige war in Polizeigewahrsam genommen worden, um die genauen Umstände zu klären, unter denen er am Freitagabend die gotische Kathedrale verschlossen hatte. Die Staatsanwaltschaft von Nantes ermittelt wegen Brandstiftung, weil das Feuer am frühen Samstagmorgen an 3 verschiedenen Stellen ausgebrochen war. Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig, nachmittags nördlich des Mains leichte Schauerneigung, Höchstwerte 25 bis 30 Grad und die Aussichten auch in den nächsten Tagen viel Sonnenschein, in Alpennähe mitunter unbeständig mit vereinzelten Schauern und Gewittern, nächtliche Tiefstwerte 15 bis 10 Grad, Tageshöchstwerte 21 bis 28 Grad. Soweit die Nachrichten, es ist 9:05 Uhr.
Die Verkehrsmeldungen. A7 Würzburg Richtung Ulm zwischen Dinkelsbühl, Fichtenau und Ellwangen 7 Kilometer Stau an der Baustelle dort. A9 Nürnberg Richtung München zwischen Ingolstadt Süd und Holledau immer wieder stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. A95 München Richtung Garmisch-Partenkirchen am Autobahnende bei Eschenlohe ein Stau, weiter auf der B2 bis Garmisch-Partenkirchen ebenfalls Stau. A96 Lindau Richtung München zwischen Oberpfaffenhofen und München Südwest ein Stau, die Unfallstelle ist geräumt. Und B173 Hof Richtung Kronach zwischen Erlabrück und Marktrodach 2 Kilometer Stau an einer Baustelle. Soweit die Verkehrsübersicht. BR Heimat, Volksmusik am Vormittag.
Wann der Mond so schön scheint, sein silbernen Glanz, holt jed Jahr der Italien. Da haben sie die Liebe und die Seligkeit ganz, holt jed Jahr da haben sie die Liebe und die Seligkeit ganz, holt jed Jahr wann der Mond so schön scheint und die Sterne blitzen, holt jed Jahr durch mein Dirndl heißen, dass die Wangen schwitzen, holt jed Jahr durch mein Dirndl heißen, dass die Wangen schwitzen, holt jed Jahr wann der Mond so schön scheint und die Bachel rauschen, holt jed Jahr der Italien. Durch mit meinem Dirndl dies Herz tauschen, holt jed Jahr mit meinem Dirndl dies Herz tauschen, holt jed Jahr
BR Heimat. So klingt Bayern. Die Zeit, die wir jetzt haben, die hat's nie gegeben. Der arbeitsame Mensch, was ich gar nimmer zu leben. Ich weiß nicht, ist eine Strafe Gottes oder sind gleich grad so schlecht, dass einer den anderen gleich Haut anziehen möchte. Bei der jetzigen Zeit, da ist nimmer gut sein. Aufs Besser werden darf man sich auch nimmer freuen. Es wird alle weit schlecht, aber es gab der Luft stehen. Und ich wünsch heute an jeden, es soll dem gut gehen. Beim Grommer, da geht's schon an, wenn's ein Schnupf der Bock ist. Schauen sie alle bei auf die Woche, ob's noch nicht bald nützt. Und wenn's nicht gleich hinschaust, dern's ein bisschen was weg. Ja, das ist ja nicht gut, mein Bruder, die Leute sind nicht kick. Oft einmal kannst du einen kaufen oder fragen. Wenn's dein nicht kommst, kannst du ein paar Schneidstierchen haben. Zwei oder drei Ziegen und zwei Strähne von. Das heißt, wir am Land draußen einen großen Kauflohn. Und wenn ich einen Schneider sich da graust, da wird halt die Luder der Zeigarbeit schmal. Sie schneiden ein wenig auf und sie schneiden umeinander. Und wenn's noch so ist, hat der Zeig nimmer gelangt. Von die Metzger, von die Lumpen, da mag ich nix reden.
Ja, weil an die Spitzbuben es geht nichts mehr geben. Kauft ihr ein Pfund Fleisch, hast schon ein Pfund Bohr. So in 3 und 4 langen Fraß einer allein. Mit die Bäcker und mit die Bäckerjungen, da ist halt ein Kreuz. Das Brot noch so klein ist bei mir 10 Preis. Ich weiß nicht, fehlt's da am Gewicht oder sind dann so klein. Das Zimmer und klar bin nicht, werden wir immer. Die Schmied und die Wunger, die waren halt ganz recht. Die machen doch wenigstens Konto nicht schlecht. Wenn's zusammenrechnen anfangen, kriegst gar nimmer gar. Da wünsch ich die Bauern ein glückseliges neues Jahr.
soll die kochen. Hab kein Salz, hab kein Schmalz, Haferl ist mir gebrochen. Wollt ich gleich zum Hafner gehen und der Haferl kaufen. Steht das bunkernd Mandel da, tut mein Hafner raffen. Wollt ich gleich an Keier gehen und der Seidel lassen. Steht das bunkernd Mandel da, jetzt tritt mir zusammen die Flaschen. Wollt ich gleich an den Garten gehen und der Blär mal brucken. Steht das bunkernd Mandel da, jetzt tritt mir die schönste Glocken. Wollt ich gleich zum Richter gehen, das Mandel geschwind verklagen. Sieh kein bunkerns Mandel mehr, kann's nirgends mehr da fragen.
hören BR Heimat.
Heimat. Dankeschön fürs Zuhören.
Heimat. Typisch Bayern.